Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizuki's Home. Ich bin Mizuki und heute zeige ich euch meinen Arbeitsplatz und wie ich als YouTuberin zu Hause arbeite. Dann, los geht's! Guten Morgen Leute, ich bin heute um 7:30 Uhr aufgestanden, weil mein Mann wegen seiner Arbeit diese Zeit ausstehen musste. Ich bin deswegen zusammen aufgestanden und habe ein Bento, also Lunchbox, für ihn gemacht. Danach habe ich gefrühstückt und ich esse normalerweise an den Werktagen Müsli, also Schokomüsli. Ich mag Schokomüsli und kann man damit ganz schnell frühstücken. Ich esse aber manchmal Joghurt mit Banane und so. Wegen der Schwangerschaft versuche ich mehr Obst und Gemüse zu essen. Aber ich esse Müsli. Genau, am Wochenende essen wir beim Frühstück manchmal Pfannkuchen mit meinem Mann zusammen. Aber an den Werktagen möchte man ein bisschen schnell frühstücken. Ne? Nach dem Frühstück bereite ich mich vor. Ich habe heute schon mal geschminkt, aber nach dem Frühstück putze ich Zähne, Gesicht waschen und schminken und so weiter. Dann fange ich mal an zu arbeiten. Um mein Video fertig zu machen, brauche ich meistens Folgendes: über Thema nachdenken, ein Skript schreiben, Video aufnehmen, Video bearbeiten, Thumbnail machen, Untertitel geben und Video auf YouTube hochladen. Ich mache diese 7 Arbeitsschritte nicht an einem Tag, sondern teile ich diese Arbeit an mehreren Tagen. Wegen der Schwangerschaft kann ich momentan nicht lang arbeiten. Wenn ich am Computer lange sitze, habe ich dann Rückenschmerzen oder ich kann nicht so lang stehen und so. Deswegen arbeite ich jetzt ein bisschen weniger, aber ich mache immer ein Video fertig bis Freitagabend. Ich lade immer jeden Freitagabend um 18 Uhr mein Video hoch. Das könnte in Zukunft möglicherweise ändern, aber bis dahin mache ich meistens mein Video fertig. Deswegen ist jeden Tag bei mir immer unterschiedlich. Dann zeige ich meinen Arbeitsplatz und mein Arbeitsmittel. Wenn ich Videos aufnehme, bin ich entweder hier in der Küche oder in meinem Arbeitszimmer. Kochvideos nehme ich meistens hier in der Küche. Das ist also mein erster Arbeitsplatz. Das ist unser elektrischer Herd. Bei uns gibt es 4 Platten und darunter gibt es einen Ofen, den ich in Japan nicht zu Hause hatte. Wenn ich kurz rechts gehe, gibt es dann einen kleinen Waschbecken. Das ist ziemlich klein. In Japan gibt es noch größere Waschbecken, aber es kommt auf die Wohnung an. In einem eigenen Haus gibt es meistens einen großen Waschbecken. Wenn ich nochmal rechts drehe, gibt es dann einen großen Arbeitsplatz. Hier habe ich aber eine Mikrowelle, einen kleinen Toaster und Reiskocher. Japaner hat oft in der Küche verschiedene kleine Küchengeräte, zum Beispiel Toaster und Reiskocher. Daneben gibt es einen eingebauten Kühlschrank, aber wir benutzen ihn als eine Pantry. Gewürze, Dosen, Mehl, Nudeln und so weiter, was man nicht im Kühlschrank aufbewahren muss, lege ich hier in der Pantry. Neben der Pantry gibt es einen Kühlschrank. Wir hatten diesen Kühlschrank in der letzten Wohnung, deswegen haben wir ihn in diese Wohnung mitgenommen. Ich mag diesen Kühlschrank, er arbeitet sehr gut und im Gefrierfach tritt kein Eis auf. Ich bin zufrieden mit diesem Kühlschrank. Gegenüber dem Kühlschrank gibt es einen Esstisch. Dieser Esstisch ist nur für 2 Personen und etwas hoch wie ein Bartisch. Hier esse ich meistens und zeige auch in meinen Kochvideos.
Ich zeige euch dann meine Arbeitsmittel, die ich auch in meinen Kochvideos benutze. Als erstes Messer. Ich benutze immer Messer von Zwilling. Sie sind sehr scharf und man kann damit sehr gut schneiden. Unser Schneidebrett ist auch von Zwilling. Zur Dosierung benutze ich diese Messgeräte. Diese Messgeräte kann man einfach auf den Tisch legen, das finde ich sehr praktisch. Ich habe sie bei Amazon gekauft. Alle Geräte, die ich heute in diesem Video vorstelle, verlinke ich in der Videobeschreibung. Ich drehe also meine Kochvideos hier in dieser Küche. Was ich hier schlecht finde, ist dieser Ventilator. Er stört etwas, wenn ich ein Video aufnehme. Ich möchte deswegen in Zukunft einen Ventilator auf dem Herd haben, aber ich mag unsere Küche, deswegen bin ich insgesamt zufrieden mit dieser Küche. Dann gehen wir mal zu meinem Arbeitszimmer. Hier arbeite ich meistens, wenn ich Videos bearbeite. Auch hier nehme ich ab und zu Videos auf. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, gibt es 3 Bilder von einem Anime, Naruto. Einige von euch haben gefragt, was ein Bild ist. Hier seht ihr jetzt genauer. Und das ist mein Arbeitstisch. Das ist mein Gaming-Laptop, Logstick von Asus. Damit kann ich sehr gut Videos bearbeiten. Ich benutze auch einen externen Bildschirm von LG. Das ist ein 21:9 Bildschirm. Zum Videoarbeiten ist er besonders gut, aber leider hat er keine 4K-Auflösung. Dieser Tisch kann auch hoch eingestellt werden. Ich kann manchmal stehen und manchmal auch sitzen. Außerdem kann man von hier auf unseren Balkon gehen. Wenn ich frische Luft inhalieren möchte, gehe ich kurz aus dem Arbeitszimmer. Ich erkläre dann ein bisschen genauer, wie ich als YouTuberin arbeite. Es kommt auf das Video an, aber ich brauche meistens 3 bis 4 Stunden für eine Aufnahme eines Videos. Wegen der Sprache spreche ich oft falsch und muss vielmals eine gleiche Szene drehen. Meine Konzentration ist also am Ende fast null und ich bin danach total kaputt. Ich habe bisher in meinen Videos fließend Deutsch gesprochen. Das liegt aber daran, dass ich immer ein Skript auswendig gelernt habe und vielmals gedreht habe. Ich habe manchmal Stress, wenn ich ein Video aufnehme, weil ich so viel Deutsch sprechen muss. Aber das ist eine gute Übung, dass ich mein Deutsch verbessern kann. Aber wenn das Kind zur Welt kommt, kann ich mein Skript nicht mehr auswendig lernen, sondern ich muss spontan mit meinen Worten sprechen. Es gibt dann mehr Deutschfehler, aber ihr könnt mehr mein natürliches Alltagsleben sehen. Ich drehe auch heute ein Video, ohne dass ich ein Skript lese. Also wahrscheinlich gibt es ganz viele Deutschfehler, aber hoffentlich versteht ihr mein Deutsch. Ich stelle dann ein paar Geräte für ein Video vor. Zum Drehen eines Videos benutze ich immer diese Kamera, DJI Pocket 2. Ich mag diese Kamera, aber beim Kochvideo ist es manchmal anstrengend, dass ich nur mit dieser Kamera ein Kochvideo aufnehme. Deswegen möchte ich bald eine neue Kamera kaufen, und zwar diese Kamera ZV-1 von Sony. Ich möchte außerdem viele Fotos von meinem Kind machen. DJI Pocket 2 ist eher für ein Video und nicht für ein Foto. Ich habe gehört, dass die Kamera von Sony schnell startet und man damit sehr gut Fotos machen kann. Es ist für mich wichtig, dass die Kamera leicht ist. Deswegen ist die Kamera von Sony für mich wahrscheinlich gut. Habt ihr eine Vlog-Kamera von Sony?
Ist sie gut? Schreibt gerne in die Kommentare. Die Kamera von Sony ist leider teuer, aber ich denke, das ist eine gute Investition, weil ich damit in Zukunft bessere Videos aufnehmen kann und auch Fotos von meinem Kind machen kann. Es lohnt sich vielleicht, dass ich diese Kamera kaufe. Zur Bearbeitung von Videos benutze ich eine Software DaVinci Resolve. Ich benutze von Anfang an DaVinci Resolve und bin bisher zufrieden damit, obwohl ich eine kostenlose Version benutze. Musik benutze ich von Epidemic Sound. Es kostet etwas, aber ich möchte erstmal weiterhin Epidemic Sound benutzen. Mein Mikrofon ist von Rode NT USB. Das habe ich als Geschenk bekommen und ich finde die Qualität vom Mikrofon sehr gut. Zum Schluss zeige ich euch Licht- und Kameraständer für meine Videos. Ich habe 2 Lichter, aber eine benutze ich nicht mehr. Dieses runde Licht ist etwas dunkel. In unserer Wohnung gibt es immer noch kein Licht am Dach. Ich benutze also jetzt dieses neue Licht. Das ist genug hell und macht keine runde Licht in meinen Augen. Und ich benutze diesen Kameraständer. Das ist sehr stabil und leicht. Das war meine Arbeit als YouTuberin und mein Arbeitsplatz. Ich habe im September 2022 YouTube angefangen, deswegen bin ich noch Anfänger als YouTuberin. Ich bemühe mich also, dass ich noch meine Videos verbessern kann. In meinem Kanal zeige ich euch japanisches Essen und erzähle viel über Japan. Bitte abonniert gerne meinen Kanal und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!